Hi! ADHS-Paralyse und Prokrastination. Sie sind nicht dasselbe und es ist kompliziert. Darum möchte ich im heutigen Video ein bisschen auf die Unterschiede eingehen, soweit ich sie verstanden habe, und auch meine eigenen Erfahrungen in Bezug auf meine ADHS mit euch teilen. Das Thema ist für mich so relevant, weil die ADHS-Paralyse vor allem ist auch so eins dieser Phänomene, die mir nach der Diagnose so verdammt geholfen haben, meine Struggles zu verstehen. Also warum ich teilweise wirklich tagelang oder einfach mindestens einen Tag völlig festgefroren irgendwo da gesessen bin und irgendwie das Zeugs nicht angehen konnte, was ich doch unbedingt angehen wollte. Ja, mehr dazu ein bisschen später, denn vorher möchte ich einfach noch ein bisschen Theorie durchwälzen, ganz kurz oder auch ein bisschen weniger kurz. Schauen wir mal. Dieses Videothema ist auf Wunsch eines meiner bunten Brains in den Kommentaren entstanden. Und wie gesagt, ich finde es einfach super relevant, weil ich glaube, gerade diese Themen ADHS, Paralyse und Prokrastination sind so schwer auseinanderzuhalten. Und dann kommen auch noch andere Dinge vielleicht rein, wie Folgeerkrankungen, die wir häufig auch haben mit ADHS, vor allem die spät diagnostizierten. Also da kann auch Depression und Angststörungen und alles reinspielen. Darum lass uns doch das mal auseinandernehmen miteinander. Und bevor ich meine Erfahrungen teile, mag ich jetzt kurz eintauchen in die Unterschiede. Und dazu lese ich sie besser vor, weil sonst werden wir nicht fertig heute. Prokrastination, allgemein und bezogen auf ADHS. Ein Auszug aus einem Artikel der Uni Münster. Prokrastination ist eine ernstzunehmende Arbeitsstörung und kann sowohl private Alltagsaktivitäten als auch schulische, akademische und berufliche Tätigkeiten betreffen. Die Folgen der Prokrastination sind zwar in vielen Fällen ähnlich, aber es gibt verschiedene prokrastinationsfördernde Faktoren. Probleme in der Prioritätensetzung, mangelnde oder unrealistische Planung, Schwierigkeiten in der Abgrenzung gegen alternative Handlungstendenzen, Defizite im Zeitmanagement oder in der Konzentrationsfähigkeit, Abneigung gegen die Aufgabe, Angst vor Versagen oder Kritik, Fehleinschätzungen der Aufgabe oder der eigenen Anstrengungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Und einiges davon ist ja bei uns ADHSlerinnen schon verstärkt vorhanden, also diese Zeitblindheit, diese Probleme mit der Planung und auch die Angst vor dem Versagen oder der Kritik. Spezifisch zu ADHS sagt ADHSpedia, das ist jetzt mega zusammengefasst, ich verlinke alles unten in der Beschreibung. Aufschiebendes Verhalten kann gemeinsam mit ADHS auftreten, wobei hier vor allem der Symptomcluster aus Impulsivität und Konzentrationsdefizit sowie insbesondere die Selbstwertproblematik eine maßgebliche Rolle zu spielen scheint. Und nun zur ADHS-Paralyse. Die ADHS-Paralyse kommt durch eine exekutive Dysfunktion zustande. Dies führt dazu, dass alltägliche Handlungen, die für die meisten Menschen selbstverständlich sind, zu einer Herausforderung werden. Die ADHS-Lähmung fühlt sich so an, als hättest du Tausende von Aufgaben zu erledigen, was dein Gehirn im Endeffekt einfrieren lässt. Die Symptome der Paralyse können unterschiedlich sein, je nachdem, um welche Art es sich bei dir handelt. Es werden dabei die gleichen Mechanismen wie bei der Kampf- oder Fluchtreaktion im Körper ausgelöst. Sie kann dich erstarren lassen, wenn du dich ängstlich fühlst. Also ihr merkt es auch, die ADHS-Paralyse und Prokrastination kann von außen super ähnlich aussehen, aber die internen Abläufe und auch teilweise die Gründe sind ein bisschen unterschiedlich. Ich stelle mir das so vor, dass Prokrastination ja sowieso vorkommt, einfach bei allen Menschen, aber es ist einfach unglaublich verstärkt bei uns, weil zu den normalen Gründen eben, es kackt uns an, etwas zu tun, etwas scheint langweilig, etwas scheint vielleicht wirklich auch schwierig oder der Sinn dahinter fehlt, kommt dann noch bei uns die exekutive Dysfunktion mit der Planungsschwierigkeit etc. Und bei der ADHS-Paralyse geht es eben wirklich mehr um dieses Freezen, um diesen Fight-or-Flight-Reflex, dieses komplett überwältigt sein. Und was ich ganz wichtig finde, der Unterschied für mich ist da, dass bei der ADHS-Paralyse wir die Dinge machen wollen. Wir wollen es wirklich machen. Es sind spannende Aufgaben für uns sehr oft. Aber trotzdem funktioniert es nicht und wir können uns nicht bewegen und wir können uns nicht in diese Richtung bewegen. Ihr seht, ich hadere auch noch mit meinen Erklärungen. Ich hoffe aber, ihr habt so ein bisschen eine Ahnung jetzt, wo es hingeht bei den beiden Dingen. Und was es jetzt eben noch komplizierter macht, ist, wie ich schon erwähnt habe, dass ja Depression zum Beispiel oder Angststörungen können ja genau auch diese Auswirkungen haben, dass wir Dinge nicht angehen können und dass wir eben aus Angst etwas nicht angehen können. Und darum ist es für mich
schon nicht ganz trennscharf und schwierig zu unterscheiden, wenn ich drin stecke, was jetzt was ist. Also jetzt das Nähkästchen. Also bei mir ist es so, dass ich früher echt dachte, das seien so Kurzdepressionen, was es aber nicht sind, weil ich weiß auch, wie es ist, depressiv zu sein. Und zwar dauert das auch heute. Es ist nicht so, dass ich heute keine ADHS-Paralyse mehr erlebe. Es dauert so 1 bis teilweise auch 4 Tage. Und es ist wirklich so stellvertretend, dass ich schon fast nicht so gut aus dem Bett komme. Ich komme normalerweise ziemlich gut aus dem Bett und alles fühlt sich irgendwie super schwer an. Aber ich habe keine Lustlosigkeit in mir drin irgendwie, sondern es ist eben diese Wand, die so oft beschrieben wird. Ich möchte den Tag angehen. Zum Beispiel, ich will ein Video drehen, aber ich kann mich nicht in diese Richtung bewegen. Und manchmal ist es so krass, dass ich auf dem Sofa liege und stundenlang auch nicht aufs Klo gehe, selbst wenn ich das müsste, einfach weil ich so festgefroren bin. Und das geschieht oft auch in Verbindung mit stundenlang Gescrolle. Und ich will nicht sagen, dass man das nicht tun sollte, um sich zu entspannen, aber wenn ich in der ADHS-Paralyse drin stecke, dann nehme ich eigentlich gar keinen Inhalt mehr wahr, sondern ich bin in diesem Scroll-Turnus-Rhythmus drin und es macht mich total fertig in diesem Moment, weil ich merke, es ist nicht gut für mich, aber trotzdem kann ich nicht aussteigen. Ich habe auch immer sehr negative Gefühle mir gegenüber in diesen Momenten, auch gegenüber dem, was ich mache. Zum Beispiel auch auf diesem Channel. Ich wollte schon 100 Mal in diesen Momenten einfach alles löschen und abbrechen. Ich habe sehr große Mühe dann mit meinem Selbstwert. Oft auch begleitet von Gehirnnebel, also dass ich nicht so richtig denken kann. Kein Wunder, wenn es ein Freeze, Fight, Flight oder Freeze-Reflex ist. Und ja, es ist einfach so ein unglaublicher Kampf gegen mich selbst. Also als wäre ich zwei Personen und die eine versucht, die andere so anzuschubsen, etwas zu tun, aber es geht einfach nicht. Und eben, es kann sich dann anfühlen wie Prokrastination. Also früher dachte ich, ich prokrastiniere in diesen Momenten. Aber eben, es ist ja nicht, dass ich keinen Bock habe oder dass die Aufgabe schwierig ist für mich zu planen oder irgend sowas, sondern es gibt diese unsichtbare Wand und da liegt für mich echt der große Unterschied. Und das war für mich so eine ziemlich krasse Erkenntnis. Was denke ich, sind jetzt bei mir die Gründe für die ADHS-Paralyse? Also sicher einerseits, das habe ich ja gelernt auch, ist es die exekutive Dysfunktion. Sind es wirklich auch diese Ängste vor etwas? Also für mich passiert das oft auch, wenn ich mir viel vorgenommen habe und vielleicht auch meine Energie nicht so ganz gut eingeschätzt habe und ich dann total wahrscheinlich, das ist mir dann nicht bewusst in dem Moment, total überwältigt bin von der Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe. Und ich glaube, bei mir persönlich, das ist wirklich einfach meine Geschichte, kommt mein extrem krasser, für mich sehr überrissener Perfektionismus auch noch dazu, der mir vermutlich sehr unbewusst einen so wahnsinnigen Druck aufsetzt, dass ich die Dinge gar nicht erst anfassen kann. Und das ist wirklich, das treibt mich in einen Freeze, in eine Freeze-Response rein. Und nebst dem, dass ich vielleicht oft auch mein Energiekonto überziehe, kommen wahrscheinlich schon noch meine Folgeerkrankungen wie die Angststörung und auch das leicht Depressive manchmal mit rein. Ich glaube, manchmal ist es alles und teilweise ist es einfach nur die ADHS-Paralyse. Aber wie gesagt, das ist mega schwer auseinanderzuhalten. Was hilft mir denn jetzt, wenn ich in einer ADHS-Paralyse stecke? Also sehr oft, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber sehr oft ist es das Beste, wenn ich es einfach über mich wie eine Welle hineinfließen, waschen lasse und auch ein Stück weit loslasse und zulasse, dass das jetzt so ist. Ich habe inzwischen gelernt, dass wenn ich das einfach mal ein bisschen zulasse, dass es viel weniger lange dauert. Und ich weiß auch, und das möchte ich auch jedem da draußen mitgeben, der die mal in so einer ADHS-Paralyse steckt, es geht wieder vorbei. Ich hatte früher total Schiss davor, dass das einfach so bleibt. Aber ich habe gelernt in meinem Leben, es geht wieder vorbei. Und das finde ich für mich ganz, ganz wichtig, dass mir dann auch zu sagen, hey, es ist jetzt gerade wirklich scheiße und es fühlt sich überhaupt nicht gut an und es macht mir Angst, aber es geht wieder vorbei. Was mir auch hilft bei ADHS-Paralyse ist, mir all meine Tasks, die ich habe, die nicht irgendwie völlig lebenswichtig sind, auf einen anderen Tag zu verschieben. Und ich weiß, das geht besser, wenn man selbstständig ist, natürlich. Und ich sehe dieses Privileg auch total. Aber natürlich hat das auch einen Einfluss auf meine Selbstständigkeit. Trotzdem weiß ich, dass wenn ich mich jetzt pushe, siehe mein Pusher-Video, wenn ich mich jetzt pushe, dann wird das alles noch viel, viel schlimmer. Also schiebe ich alles auf den nächsten Tag oder auf ein paar Tage später und nehme
nehme mir so viel Zeit und Raum, auch mich zu erholen, wie nur möglich. Wenn ich mag, gehe ich raus in den Wald. Wenn ich nicht mag, dann starre ich halt einfach auch mal die Wand an. Und ich lasse es auch zu, mal ein bisschen herum zu scrollen. Aber ich versuche da irgendwas zu scrollen, das mich auch ein bisschen interessiert. Aber im Grunde geht es darum, es einfach mal zuzulassen und für mich daran zu glauben, dass es wieder vorbeigeht, weil es tut es. Was mir auch noch hilft, ist zu versuchen, so alltägliche Dinge zu machen, die mir gut tun. Und einfach so mich auch darüber zu freuen, wenn ich zumindest eines dieser Dinge schaffe, aber auch nicht schlimm, wenn nicht. Hallo, hier ist die Editing Simone. Ich habe noch eine Ergänzung zur ADHS-Paralyse. Und zwar ist mir auch dank einem ganz tollen Video von Coco von Minimalistisch Intuitiv Vegan aufgefallen, dass ich einfach ein wichtiges Thema irgendwie außen vor gelassen habe. Keine Ahnung warum. Und zwar, ich verlinke das Video, hat sie in ihrem Video darüber gesprochen, wie sie auch versucht, der ADHS-Paralyse entgegenzuwirken. Also gar nicht erst irgendwie geschehen zu lassen. Und ich persönlich mache das auch und ich spreche hier in diesem Video nur davon, wie ich wieder rausfinde. Und ich fand ihr Beispiel mit dem Akku einfach mega toll. Ich weiß auch bei mir, dass mein Akku einfach nicht so voll ist oder so groß ist wie der von vielen neurotypischen Menschen. Aufgrund meines ADHS schon per se. Und damit will ich nicht sagen, dass wir alle irgendwie weniger wert sind oder weniger schaffen. Überhaupt nicht. Doch es ist einfach super wichtig, dass ich auf meine Energie und auf meinen Akkustand enorm achte. Und ich glaube, wenn man das macht und wenn ich das mache, dann kann ich auch vermehrt so eine ADHS-Paralyse verhindern. Nicht 100%, vielleicht auch nicht 80%, aber doch bedeutend, denke ich. Und bei mir ist es so, dass ich auch angefangen habe, meinen Akkustand zu akzeptieren und mein Leben so gut wie es geht auch danach zu planen. Und eine große Geschichte ist da wirklich erstmal die Akzeptanz, dass man einen anderen Akkustand hat. Und dann herauszufinden, wie man trotzdem ein wunderschönes Leben führen kann oder ein erfolgreiches Leben, was auch immer das für einen heißt, ohne sich in eine Paralyse zu pushen, weil man immer irgendwelchen neurotypischen Standards entgegenrennt. Logisch ist die Welt draußen nicht für unsere bunten Brains zugeschnitten und wir können es auch nicht zu 100% beeinflussen. Dennoch glaube ich daran, dass wenn wir mehr auf uns achten, auf unsere Energie achten, dass es schon ein ganzes Stück besser werden kann. Und eben, wir sollen es für uns tun, für unser Wohlbefinden und nicht, damit wir besser funktionieren für andere. Das finde ich immer so wichtig. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das wollte ich einfach noch ergänzen. Und wie sieht es bei mir aus, wenn ich prokrastiniere? Beim Prokrastinieren geht es bei mir wirklich um Aufgaben und Tasks, auf die ich erst einmal keine Lust habe, einerseits, und andererseits, die für mein ADHS-Brain einfach grundsätzlich nicht stimulierend sind. Und eben, wie gesagt, das ist auch unbewusst natürlich. Das sagt nicht in meinem Kopf so, hey, das stimuliert mich jetzt zu wenig, sondern das passiert einfach und dann ist der Reiz einfach kleiner, etwas anzugehen. Und das gibt es ja eben auch in der normalen Ausprägung. Ich sage immer normal, ich mag das eigentlich nicht, dieser Unterschied zwischen normal und abnormal. Aber ich meine, es gibt so diese gesunde Ausprägung von Prokrastination, die wir alle kennen. Und es gibt halt einfach die, die uns das Leben extrem schwer macht. Und ich spreche von der. Und bei mir prokrastiniere ich auch Dinge, bei denen es keine offensichtliche Belohnung gibt oder keine schnelle Belohnung auch. Und unser ADHS-Brain sind sehr fest auf kurzfristige Belohnungen ausgerichtet. Und wenn ich das nicht sehe, dann sehe ich wie auch keinen Sinn darin, etwas zu machen. Selbst wenn es wichtig ist, selbst wenn ich weiß, ich bekomme Ärger, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Rechnungen nicht bezahle oder was auch immer. Und oft braucht es dann ein bisschen Druck, dass ich diese Aufgaben auch wirklich angehe. Und manchmal ist es auch so, dass ich prokrastiniere, wenn ich gerade zu wenig Energie habe auf meinem Energiekonto. Und ich habe wirklich angefangen, das ein bisschen besser zu erfühlen, wenn ich etwas vor mir herschiebe. Ich frage mich dann, ist es, weil es einfach nicht spannend ist? Ist es, weil ich auch überfordert bin von der Schwierigkeit der Aufgabe? Das ist nämlich auch noch ein Punkt. Oder ist es, weil ich echt einfach gerade wieder bei meinem Energiekonto ein bisschen drüber bin. Und wenn das dritte ist, dann versuche ich ähnlich wie bei der ADHS-Paralyse, mir das alles ein bisschen umzugestalten. Und jetzt, ich weiß, jetzt hängt da diese Frage im Raum, ja, aber was ist denn mit der ADHS-Medikation? Hilft denn die nicht gegen diese Dinge? Also erst einmal doch, bei mir hilft's schon sehr. Aber zweitens,
muss man einfach sagen, ADHS-Medikation ist eine Stütze, ein Tool, um besseren Zugang zu haben auf unsere exekutiven Funktionen. Das heißt allerdings nicht, dass all unsere Probleme und all unsere Herausforderungen jetzt einfach verflogen sind. Wir kommen einfach auf ein Niveau, wie es vielleicht andere neurotypische Menschen sind. Und bei mir ist es so, dass ich viel weniger ADHS-Paralyse habe. Ich habe viel weniger Probleme mit Prokrastination, respektive ich erkenne es auch irgendwie besser, aber es kommt halt einfach trotzdem immer noch vor. Und meine Strategien sind, wenn es vorkommt, immer noch dieselben. Apropos Strategien bei der Prokrastination. Ich weiß, jetzt werde ich wahrscheinlich ein bisschen Hate kriegen oder Augenrollen, weil man das immer so hört und es für viele irgendwie nicht funktioniert. Aber für mich funktioniert das zumindest teilweise, dass wenn ich bei der Prokrastination merke, ich gehe es nicht an, weil es für mich zu kompliziert und zu anstrengend oder was auch immer scheint, hilft es mir eben doch, diese Dinge ein bisschen herunterzubrechen, so gut ich es kann und dann einfach so diese Schritte anzugehen. Und ich habe auch wirklich angefangen, ein bisschen zu messen, wie lange brauche ich denn für XY und habe auch angefangen, so zu versuchen, mir ein bisschen besser Zeit einzuteilen als vorher, weil oft habe ich mir viel zu wenig Zeit gegeben für die Dinge. Da kommt eben bei mir auch noch die Planung rein, also bei der Prokrastination. Seit ich angefangen habe, meine Wochen am Sonntag zu planen, aber eben nicht irgendwie mit Kalender blockieren, sondern einfach meine Tasks pro Tag zu verteilen, die ich habe, geht es auch besser mit der Prokrastination, weil ich spüre irgendwie nicht mehr diesen Druck, um 10 irgendwo zu sein und meine Dinge zu machen, sondern ich kann so ein bisschen fließend anfangen und ich kann damit anfangen, was für mich am leichtesten scheint gerade, weil all diese Tasks, die ich geplant habe, sind grundsätzlich mal wichtig. Ich werde dazu wahrscheinlich im Dezember mal einen Livestream machen, wo wir gemeinsam unsere Woche planen können. Da zeige ich auch gleich, wie ich das mache. Sag mir doch in den Kommentaren, ob ihr Bock darauf habt. Aber wahrscheinlich mache ich es sowieso. Was für mich auch noch ganz, ganz hilfreich ist, ist der Anti-Planner. Nein, ich bin nicht sponsored, leider, aber der hat so viele Strategien drin, wenn man blockiert ist, wenn man in der Paralyse steckt, wenn man eben mit der Planung Mühe hat oder wenn man keine Energie hat, was auch immer. Und ich finde das so ein hilfreiches Tool, weil es hat so viele verschiedene kleine, lustige Methoden drin, die uns fast in jeder ADHS-Lebenslage irgendwie helfen können. Mein Lieblingsteil ist, wo man auch mal seinen Ärger rausschreien kann auf das Blatt Papier. Das kann ich einfach nur jeder und jedem weiterempfehlen. Ja, ich hoffe, das hat dir alles ein bisschen Inspiration gegeben und auch Klarheit, wo vielleicht die Unterschiede sind. Wenn du selbst solche Erlebnisse hast, dann lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich bin mega gespannt auf die verschiedenen Perspektiven. Und natürlich, wenn du Fragen hast, kannst du das alles auch gerne in die Kommentare schreiben oder mich anschreiben. Und wenn dir meine Videos gefallen, dann schenk mir gerne einen Like, denn damit wird mein Video auch mehr ausgespielt an noch mehr Leute und das hilft mir sehr. Und wenn du magst, kannst du auch mir ein Abo schenken und auf das Glöckchen klicken, da wirst du immer informiert darüber, wenn ein neues Video hochgeht und du unterstützt einfach meinen Content damit enorm. Und wenn du mich auch sonst unterstützen magst und vor allem kannst, dann gibt es die Möglichkeit, mir auf meinem PayPal-Link in der Beschreibung eine kleine Spende zu schicken. Oder wenn du gerade sowieso ein Buch über ADHS lesen wolltest, habe ich auch ein paar Amazon Affiliate Links unten mit meinen Lieblingsbüchern. Und wenn du da über diesen Link ein Buch kaufst, dann bekomme ich eine kleine Provision. Aber wie gesagt, es ist überhaupt kein Zwang. Schreib dich auch gerne in meinen Newsletter ein und folge mir auch gerne auf meinen Social Media Kanälen. Du findest alles unten in der Beschreibung. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.